Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devs on Tape. Wieder von der Door K&A, nur diesmal leicht angeschlagen, wie man gut hören kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Gast heute und ja, wir lernen heute was über Spatial, über Graph und viele weitere interessante Themen. Viel Spaß. Genau, der zweite Tag von der DORC-Konferenz, wieder mit spannenden Gästen bei uns im Podcast und natürlich mit vielen spannenden Vorträgen, die man hier besuchen kann. An der Stelle begrüße ich natürlich mal wieder Caro. Hallo Caro. Hallo Kai. Ja, und natürlich auch unsere Gästin. Ich bin da immer noch nicht so sicher, wie wir das am besten ausdrücken. Ja, Karin Patenge ist heute bei uns. Hallo Karin. Ja, schön, dass ich da sein darf. Guten Ja, Morgen. gerne einmal Und für heute ist, unsere glaube ich, schon der Hörer. dritte Tag der DOAG, ne? Heute, Ja. ja, wenn man... Ihr habt so viel gefeiert, wahrscheinlich durchgefeiert. Nein, also gefeiert Das haben wir stimmt natürlich alles. nicht. Also der zweite reguläre Vortragstag und der dritte Tag, wenn man am Anfang den Thementag noch mit dazu rechnet. Ich muss da jetzt äußerst korrekt sein, damit ich da beweisen kann, dass ich natürlich auch weiß, was wir hier gemacht haben. Nein, es gab ja den Thementag, da konnte man sich separat auch nochmal für anmelden, dann 2 Tage den regulären Konferenzbetrieb und dann noch den Schulungstag danach. So ist es richtig, zweiter regulärer Tag. Ja, Karin, jetzt hast du natürlich schon mal direkt hier mich korrigiert. Super Setting, super Einstieg. Stell dich doch gerne mal vor für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen. Ja, das werden wahrscheinlich fast alle sein, die mich noch nicht kennen. Karin Patenge, ganz einfach ausgeschrieben, Patengeschenk ohne Schenken. Weil immer wieder mal Leute fragen. Aber ja, ich arbeite bei Oracle seit 2007. Also ich habe jetzt mein 15-jähriges Jubiläum schon gehabt. Ich wusste nicht, dass Zeit so schnell dahin gehen kann, aber es ist passiert. Und mal gucken, wie lange Oracle noch mit mir arbeiten möchte. Aber ich denke, das wird schon noch eine ganze Weile sein, so wie ich bisher das Feedback bekommen habe. Ich bin momentan Product Managerin im Datenbankbereich und wir haben eine Nische, die wir seit vielen Jahren besetzen, und da geht es um das Management von Geodaten, und die zweite Nische ist das Thema Graph-Datenbanken, Graph-Analysen, und mit diesen beiden Themen bin ich eigentlich über die letzten 15 Jahre bei Oracle ganz viel bei Kunden unterwegs gewesen, nicht nur Kunden in Deutschland, sondern auch teilweise Europa- oder weltweit Kunden. Und deswegen war das jetzt ein logischer Schritt für mich, ins Product Management zu gehen, als jetzt endlich mal nach vielen Jahren eine Stelle frei geworden wurde. Und da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres. Aber vorher habe ich halt ganz viel in der technischen Beratung gemacht, eigentlich fast durchgängig, seit ich bei Oracle bin. Und bin da hängen geblieben, weil es einfach super spannende Themen sind. Ich muss eigentlich ständig was Neues lernen. Das ist auch der Grund, warum ich noch da bin. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich schon verändert. Aber immer dann, wenn es genug zu lernen gibt, wenn die Herausforderungen jeden Tag irgendwie neu sind, dann bleibt man auch dabei. Also jedenfalls bin ich der Typ dafür. Ja, kann ich verstehen. Und wie bist du zu dem Thema gekommen? Weil, also, ja, Spatial, Graph, habe ich zum Beispiel noch keinen Kontakt groß mit gehabt. Ja, also früher habe ich mal gesagt, ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu dem Thema gekommen, aber das ist nicht ganz so. Ich habe ja 2007 bei Oracle angefangen und damals bei Oracle Direct in Potsdam, und wir hatten Kunden, die sozusagen nicht auf eine bestimmte Branche spezialisiert waren oder aus einer bestimmten Branche kamen, sondern wir haben Kunden betreut über alle Branchen hinweg in ganz Deutschland. Und auf einmal kam da so ein Kunde daher, der Satelliten ins Weltall geschossen hat und Fragen zu Geodaten hatte. Und damit kannte sich niemand aus in dem Team. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Völlig ohne Ahnung, aber ich dachte, okay, irgendwie muss man lernen und man muss Mut zur Lücke haben, und deswegen habe ich dann einfach erstmal angehört, was die für Themen haben, was sie für Herausforderungen haben, und dann habe ich mich halt da reingegraben, und das Reingraben hält heute noch an, weil jeder Kunde ist ein bisschen anders, jeder Kunde hat neue Herausforderungen, und und dann entwickelt sich halt so ein Thema, ne? Dann möchte man immer mehr wissen. Und das habe ich halt über die Jahre hinweg gemacht und sogar dann
dahingehend erweitert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich vom Hintergrund aber noch mal ein bisschen mehr verstehen, also von den Fundamenten, was bedeutet eigentlich Geodaten, wie ist das aufgebaut, wo kommen die her, was mache ich damit, so dass ich dann im Prinzip mich entschieden hatte, zwischendurch auf diesem Weg bis heute dann auch noch mal ein Zusatzstudium zu machen. Und es gibt auch die Möglichkeit, das im Fernstudium zu machen, unter anderem an der Uni Salzburg. Und da habe ich dann Geoinformatik noch mal zu meinem eigentlichen Informatikstudium, was viele Jahre zurückliegt, noch mal aufgesattelt. Und das hat mir wirklich auch sehr viel gebracht. Und davon kann ich natürlich zehren, aber es ist nicht das, worauf ich mich ausruhen kann. Es klingt echt nach einem sehr spannenden Umfeld, um ein neues Thema zu erarbeiten, dass es ein Kunde ist, der einfach Raketen ins All schießt. Also finde ich sehr, sehr spannend. Dass Satelliten waren es. Ja, aber irgendwie müssen Aber die ja hochkommen, ne? genau, Ich glaube, als genau. Raketen wird das am Richtig, einfachsten gelingen. Ne, sehr spannendes Thema. Ich gucke jetzt gerade bei uns in unseren Aufzeichnungen, da sehe ich auch einen Vortrag, den du auf der DOAG hier halten wirst heute. Worum geht's denn da? Da geht es im Prinzip auch so darum, ein paar Grundlagen, ein bisschen allgemeines Wissen darum, wie Geodaten in der Oracle-Datenbank aussehen, zu vermitteln. Wie kriege ich die da rein? Wie sehen sie aus? Was kann ich dann eigentlich damit machen? Typischerweise sind ja die Daten erstmal werden die so aufbereitet, dass ich es mir auf einer Karte anschauen kann. Also das Visuelle spielt ja bei Geodaten eine ganz große Rolle, weil ich bin jemand, die ist mit Atlanten groß geworden. Ich bin jemand, die immer schon gern Geografie gemacht hat, die sich für die physische Welt interessiert hat. Und und deswegen sind Orte auf dieser Welt für mich immer ganz spannend gewesen. Wo liegen die? In welchem Zusammenhang sind die mit anderen Orten auf dieser Welt? Wie lange brauche ich von A nach B? Wo fahre ich dann lang? Das sind alles so die Fragen, die man mit Geodaten ja beantworten möchte. Und das ist ja mittlerweile so in unser tägliches Leben mit eingedrungen. Und ja, ich glaube, es gibt kaum welche, die nicht irgendwo Geodaten in irgendeiner Form auch in ihrem täglichen Leben benutzen. Ne? Und sei es nur, dass ich gucke, wie komme ich jetzt vom Hotel zur U-Bahn, die mich hier nach Messe, zur Nürnberg-Messe bringt, um dann pünktlich zu meinem Vortrag zu kommen. Oder zu einem Podcast heute Oder Morgen. zu einem Podcast, genau. Was würdest du sagen, ist in der Vergangenheit ein spannendstes Projekt gewesen, was diese Geodaten umfasst? Also Satelliten in Raketen ins All schießen klingt für mich jetzt schon ziemlich nach dem Maximum. Aber vielleicht gibt es da noch irgendeinen besonderen Fall, wo du sagst, das ist was ganz Besonderes gewesen. Ja, ich glaube, die Projekte, wo es dann darum geht, wirklich so unsere Umwelt realitätsnah abzubilden, also wie so ein Digital Twin von unserer Umwelt zu machen, das sind so Projekte, die, glaube ich, sehr herausfordernd sind, weil es dann immer darum geht, mit ganz vielen Daten zu arbeiten. Und da ist dann vorher die Herausforderung, wie komme ich eigentlich an diese Daten? Wie kriege ich die zeitnah in einen Verarbeitungsprozess rein? Und was kann ich dann eigentlich damit tun? Ne? Das geht halt erstmal darum, visuell abzubilden, wie sieht denn diese Umwelt auch aus, diesen Digital Twin erlebbar zu machen, aber dann den auch aktiv zu nutzen. Ne? Sei es, dass man so ein Urban City Modell irgendwie erstellt und daraus dann ableitet, was muss ich denn eigentlich tun, um so eine Stadt dahingehend zu entwickeln, dass sie nachhaltig mit Verkehrskonzepten umgeht, mit Energiekonzepten, mit was biete ich denn den Menschen, die in meiner Stadt wohnen, an Möglichkeiten, hier sich wohlzufühlen, die Stadt erlebbar zu machen, auch selber beizutragen, so eine Stadt weiterzuentwickeln. Das sind so, glaube ich, Projekte, die werden uns in den nächsten Jahren noch ganz viel beschäftigen. Und da bin ich ja mal ganz gespannt, was da so alles kommt. Ne? Und wo wir auch involviert sein werden. Ja. Okay. Für mich
Ich finde das super spannend, was du da eben gerade zum Beispiel mit diesem Modell erzählt hast. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie man das Ganze vielleicht verarbeitet. Aber ich frage mich gerade, wie bildet man das dann quasi unter der Haube ab? Weil, also für mich im Kopf habe ich immer die Google Map, wahrscheinlich Ja. das einfachstmögliche Modell, wo ich 2 Punkte habe, die ich miteinander verbinde. Und okay, das ist dann vielleicht nicht mehr so einfach, die Route zu finden. Aber wie würde man sowas dann abbilden? Hätte man dann ganz, ganz viele einzelne Punkte, die man dann irgendwie so zusammensetzt, wie so ein Polygon, glaube ich, heißt das, so ein Modell quasi? Oder wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Also es gibt ja ganz einfache Abbildungen von der Umwelt, wenn ich jetzt im zweidimensionalen Bereich bin, ne, wenn ich, also das, was ich auf Landkarten erstmal so darstellen kann, ne, ist ja immer in die Ebene projiziert. Und da habe ich ganz einfache Geometrien. Da habe ich Punkte, da habe ich Linien, da habe ich Polygone, da habe ich Zusammensetzungen aus diesen Grundelementen, die ich dann abbilden kann. Und dann nehme ich typischerweise die dritte Dimension noch mit dazu. Das heißt, ich gehe in die Höhe und daraus kann ich dann halt wirklich Objekte, die greifbar sind, letztendlich konstruieren. Und in diesem dreidimensionalen Bereich gibt es dann halt nicht nur das, was ich so mit Hilfe von Vektoren darstellen kann, sondern das, was du eben auch angesprochen hast, war schon genau die richtige Idee, nämlich mit Punkten ein Objekt zu beschreiben, indem ich halt die äußeren Umrisse des Objektes darauf die Punkte projiziere und das dann visuell erlebbar und darstellbar und dann auch erlebbar mache. Ne? Also das ist ja typischerweise das, wo dann so die Fahrzeuge, die man sieht, die rumfahren, die haben 2 Möglichkeiten, nämlich mit einem sogenannten LiDARs zu arbeiten, wo sie dann die Objekte abscannen und aus der Tiefe, wie die sozusagen wieder projiziert werden, zurückprojiziert werden, kann man dann dieses räumliche Modell erstellen, weil die Punkte unterschiedlich reflektiert werden und dann ergibt sich daraus etwas Dreidimensionales. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeiten, mit Bildern dreidimensionale Objekte auch zu erstellen. Also das sind so die Techniken, die in dem Umfeld da zum Einsatz kommen und aus denen man dann im Prinzip ja so ein digitales Modell dessen, was man da hat abgescannt oder abfotografiert hat, erstellen kann. Also Spatial, das kannte ich tatsächlich bisher nur aus meiner Apex-Brille, sag ich mal. Der Carsten Scharsky, der ist ja immer ganz viel Ja, mit den der Carsten ist so, Carsten ist unsere Allzweckwachsen. mit so Karten und so, da ist halt ganz viel so mit Google Maps und ich sag mal so Geo-Geschichten, dieses klassische Longitude, Latitude oder wie es heißt. Und aber das, was du beschreibst, ist ja dann nicht auf eine Position, sage ich mal, beschränkt, sondern das ist tatsächlich einfach in einem, ich sag mal, gesetzten räumlichen Rahmen, dass diese Punkte dort definiert werden und dass das eigentlich gar nicht nur was mit Geodaten zu tun hat, sondern auch was mit dem Raum, den man dann definiert. Genau. Also für diese Objekte, die ich separat betrachten möchte, kann ich mir wie so ein lokales Koordinatensystem vorstellen. Ich definiere irgendwo den Nullpunkt, den Ursprung und habe dann meine Dimensionen, die ich da entsprechend aufziehe und das Objekt, was ich da rein platziere. Wenn man das dann in den großen Kontext bringt, wo ich dann wirklich einen räumlichen Bezug zu einem Punkt dieser Erde mache, dann weiß ich, wo dieses Objekt verortet ist. Ne? Aber erstmal kann ich es auch separat betrachten, indem ich halt nur so ein lokales Koordinatensystem aufspanne. Siehst du, Caro, da haben wir schon was gelernt. Also für mich war tatsächlich Spatial Geodaten auch total einfach damit verknüpft. Ja, genau. Naja, eine Landkarte und dann gucke ich mal, wie ich da so von A nach B komme und da sind Straßen und da sind so viele Höhenmeter. Ich habe das echt auch gar nicht in Bezug damit gesetzt, dass man die dritte Dimension noch mit reinnimmt. Das war das erste Aha für mich jetzt, dass man sagt, ja, wir haben schon Flächen, Entfernungen auf einer Karte, aber in dem Moment, wo man die dritte Dimension mit reinnimmt, das können ja auch ein Gebirge sein, sage ich jetzt mal, wo die Höhenunterschiede so da sind. Aber jetzt stelle ich mir so eine Apple Maps oder so eine Google Maps vor, wo nicht direkt nur dieses 3D-View ist, wo die Fotos zu sehen sind, dass man sich im Kreis drehen kann, sondern die haben ja jetzt auch mittlerweile in diesen, normalerweise 2D-Karten, die gezeichnet sind,
auch die Formen von den Mhm. Gebäuden als Ja. Objekte mit eingezeichnet. Und das hat mich dann auch schon immer interessiert, woher haben die denn jetzt diese Informationen? Weil die Ja. haben wirklich die Form des Hauses. Und das Mhm. ist sogar bei mir nördlich von Hamburg, in einem kleinen Dorf, nenne ich es jetzt mal. Selbst da haben die relativ akkurat das abgescannt. Und das können die ja mit diesen Autos nur von vorne gemacht haben. Ne? Also die müssen wahrscheinlich noch Satellitenbilder gehabt haben oder irgendwelche anderen Daten. Habe ich aber nie mit Spatial oder mit Geodaten in der Oracle-Datenbank in Verbindung gesetzt. Der Punkt ist ja, wenn wir über Spatial sprechen, manche sprechen es ja gar nicht richtig aus und dann klingt das irgendwie wie Special. Aber ich glaube, das ist einfacher dann an der Stelle zu sagen, wir reden über Geodaten. Mhm. Mhm. Wobei Geodaten dann wiederum ja impliziert, dass man diesen räumlichen Bezug hat zur Erde. Und ich hatte ja gerade eben gesagt, der muss nicht unbedingt gegeben sein, aber ja, am Ende landen wir dann doch auch bei diesem Rückbezug. Wo befindet sich das Ganze eigentlich? Und ich glaube, also nicht nur ich glaube, sondern mit der dritten Dimension hört es ja dann auch typischerweise nicht auf, sondern ich kann ja dann in die vierte Dimension auch noch gehen, wo die zeitliche Komponente dazu kommt oder wo ich mögliche andere Messwerte noch mit an das ganze Objekt dranhängen kann. Also da geht es dann auch hin, wenn ich dann das Ganze noch bewegt darstellen möchte, wo ich auf der Zeitachse mich von einem Ort zum anderen bewege und an den unterschiedlichen Zeitpunkten dann auch an unterschiedlichen Orten bin. Das möchte ich ja dann auch noch abbilden und das ist natürlich auch ein großes Thema an der Stelle. Aber ich will noch mal zurückkommen auf diese Frage zu dem 3D. Wie wird das überhaupt gebildet? Oder woher kommt das, dass ich auf so einer Karte dann im Prinzip die Gebäude dann auch so sehen kann, relativ realistisch, wie sie so auch wirklich aussehen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, wenn ich natürlich diese LiDAR-Scans habe von Gebäuden, die mir die Umrisse abbilden und daraus dann die entsprechenden Geometrien erstellen kann und die dann als dreidimensionale Objekte auf eine Karte bringen. Die einfachste Form ist aber, dass ich mir im Prinzip einen Grundriss nehme vom Gebäude und ich habe dann zusätzlich eine Höheninformation und dann wird das Ganze im Prinzip von der Grundfläche in die Höhe gezogen und im Prinzip habe ich dann ein Rechteck typischerweise bei Gebäuden oder ich gehe dann noch ein Stück weiter, wenn ich ein etwas höheres Level an Detaillierung haben möchte, dann mache ich noch die Dachform entsprechend, wie sie in der Realität vorkommt. Und dann der nächste Schritt wäre, mit Hilfe von Fotos, die man hat, wie zum Beispiel die Fassaden gestaltet sind, dass das dann noch auf die entsprechenden Bereiche einer Geometrie projiziert werden. Also so arbeitet man sich vor. Schritt für Schritt wird der Detaillierungsgrad für so ein dreidimensionales Objekt immer größer. Und die entsprechenden Daten, die man dafür braucht, da sind wir mittlerweile so weit, dass die vielfach ja erhoben werden und dann auch zur Verfügung stehen, um das entsprechend auch möglichst realitätsnah auf eine Karte zu bringen oder wo auch immer man sich das Ganze dann anguckt, auf irgendeiner Brille, die dann vor meinen Augen ist und ich brauche gar nicht mehr mich durch Nürnberg zu bewegen, sondern gehe dann einfach nur, setze mich unter eine Brille und erlebe das. Also wäre das gar kein so fiktives Szenario, wenn man jetzt so ein Google-Auto sieht, dass das durch eine Straße fährt, vorne die Häuser scannt, einschätzt, wann die gebaut worden sind, in etwa von dem Baustil, Rückschlüsse auf ein Dach, was zu der Zeit häufig verwendet oder gebaut wurde, zieht, dann schätzt anhand der Bauweise, wie das Haus wohl nach hinten weitergeht, dass da immer, also das ist jetzt ein Zukunftsszenario. Ich stelle mir nicht vor, dass tatsächlich solche Metadaten jetzt noch mit dazugezogen werden bei so einer Schätzung, wie ein Haus aussieht, aber dass je mehr Daten zur Verfügung stehen für das Bauen dieser Objekte, dass das in Zukunft auch genutzt wird. Dass man dann noch viel mehr Sachen auch ermitteln könnte anhand der Informationen, die man hat. Ja, also diese Fahrzeuge mit den Scannern und ich sage jetzt mal Fotoapparaten im einfachsten Sinne oben drauf, die sind ja schon bodengestützt. Ne? Also da kann ich im Prinzip nur das, was ich umfahren kann, entsprechend auch
an Daten erheben. Was aber dazu kommt und wo man dann solche Daten her hat, um wirklich Gebäude in ihren Umrissen noch viel besser zu erfahren, ist Daten, die durch Befliegungen erhoben werden. Das heißt, Wow. die Vermessungs Verwaltung der einzelnen Bundesländer, die haben typischerweise Flugkampagnen, wo sie dann das gesamte Gebiet eines Bundeslandes überfliegen, typischerweise alle 2 oder alle 3 Jahre. Und die sind mittlerweile so genau, dass sie auch wirklich von der Grundfläche in einem relativ detaillierten Maßstab dann auch die Gebäude und Bepflanzungen dann auch entsprechend an Daten erheben können. Und daraus werden dann auch typischerweise diese 3D-Stadtmodelle dann mitkonstruiert. Also es fließen Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammen und das Bild, was sich dann daraus ergibt, ist halt das, was wir zum Großteil jetzt schon auf Google Maps auch sehen. Also ich habe gerade noch sehr viel, in meinem Kopf rattert es gerade sehr viel, wo du das erzählst mit den Möglichkeiten und wie ich mir das vorstellen kann, wie man dann, weil wir haben ja einmal den Teil der Erhebung der Daten und dass wir die Daten überhaupt irgendwo abspeichern, was ja schon sehr wichtig ist und dann muss man ja auch irgendwas damit machen. Und ich stelle mir gerade vor und also vielleicht kannst du sagen, ob ich da auf der richtigen Ebene unterwegs bin oder ob das eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dass man diese Informationen gegebenenfalls auch zum Beispiel fürs autonome Fahren benutzen kann, dass dann dort die Kameras quasi die Umgebung abscannen, diese Daten dann irgendwie abspeichern und darauf dann quasi genau diese Auswertungen laufen, die man dann darauf machen kann und dann das quasi entscheidet, wie es fährt oder so? Ja, da kommt ja ganz viel zusammen bei dem autonomen Fahren. Aber ganz wichtig sind halt diese Sensoren, die unterschiedlichen Sensoren, die in den Fahrzeugen verbaut sind, die halt wirklich in Echtzeit die Straßenzustände aufnehmen. Ne? Ich kann zwar ein Gerüst an Grunddaten zur Verfügung haben, die erstmal sagt, okay, das sind meine Straßen, die verlaufen so und so, das sind die Abbiegevorschriften, die für diese Straße gelten. Aber das muss sich ja dann mischen mit dem, was die aktuelle Verkehrssituation ist. Da ist vielleicht ein Verkehrszeichen umgefallen, weil gerade wieder ein Sturm war oder ein Baum ist auf die Straße gefallen. Dann ist die Straße blockiert, obwohl sie eigentlich eine freie Durchfahrt ermöglichen müsste. Das kann ich dann diesen aktuellen Verkehrszustand und die Straßensituation, dafür brauche ich natürlich diese ganze Sensorik, die an den Fahrzeugen ist, die Umgebung scannen, die Abstände messen innerhalb der Fahrspuren und zu den Rändern beziehungsweise zu den Vorausfahrenden oder die dann die Verkehrszeichen scannen, ob da jetzt immer noch 60 steht oder ob da auf einmal runtergesetzt wurde auf 30. Und darauf muss dann entsprechend reagiert werden. Und das, da kommt ganz viel zusammen, was dann wirklich in Echtzeit auch verarbeitet werden muss, damit so ein autonomes Fahren am Ende wirklich auch sicher wird. Eine letzte Frage hätte ich noch. Dann kannst du gerne noch deine Fragen loswerden, Kai. Für mich ist das nämlich gerade so ein mindblown Ding, weil ich damit noch nie irgendwie drüber nachgedacht habe, wie man die Daten eigentlich ablegt. Also ich habe mich schon gefragt, wie man die ganzen Daten ablegt, die dann zum Beispiel eben bei dem autonomen Fahren zusammenkommen. Aber die letzte Frage, die ich noch hätte, wenn ich jetzt diese ganzen Daten habe, dann muss ich ja irgendwas damit machen, ne? Den Anwendungsfall, den hatten wir ja gerade. Wie würde ich das denn, also was für eine Technik bräuchte ich, um diese Daten verarbeiten zu können? Also irgendwie, das ist so gar nicht in meinem Kontext quasi drin. Ich weiß, in deinem Vortrag erzählst du zum Beispiel auch was über Python. Kann man dann mit Python seine ganzen Daten rausziehen und dann rödelt man die irgendwie durch und dann passiert was? Oder? Also mit Python kann man Daten rausziehen, die auch durchrüdeln, analysieren, verarbeiten. Python wäre jetzt nicht unbedingt der Ansatz für mich, um in Echtzeit Daten zu verarbeiten, weil die Datenmengen typischerweise viel zu groß sind und
die Verarbeitung in Breiten, zumindest nach dem, was ich so bisher erfahren habe, dafür zu langsam ist. Also das mache ich dann anders. Aber typischerweise habe ich ja dann so eine Prozessierungsflüsse, wo ganz unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen. Also ich muss einmal Streaming-Daten aufnehmen und verarbeiten, vielleicht auch schon vorfiltern. Was sind Informationen, die eigentlich nicht weiter relevant sind, die ich vorher rausfiltern kann? Was muss ich dann weitergeben oder was weist auf ein bestimmtes Ereignis hin, auf das ich dann reagieren muss? Also dieses ganze eventbasierte Verarbeiten spielt dann mit einer Rolle. Und dann brauche ich natürlich auch analytisch bestimmte Mittel, um dann die Dinge weiter zu verarbeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel wirklich ein Baum den Weg blockiert, dass dann wirklich das Objekt als ein Hindernis erkannt wird und darauf entsprechend reagiert wird, indem das Auto halt wirklich auch abbremst. Okay. Also ich finde, neben unserem Guide für Social-Media-Geschichten, wie man das erwarten kann, sollten wir noch den großen Devs-on-Tape-Katalog für Fachtermini machen. Das erste Wort, was drinsteht, ist jetzt durchrödeln. Also das finde ich, das trifft auch ziemlich viele Dinge zu. Das sollten wir vielleicht direkt mit auch in die Shownotes aufnehmen. Was ist denn Ja, das ist jetzt sehr unspezifisch, glaube ich. Ja, aber gut, das kann man ja auch so definieren, ne? Dass es grundsätzlich das Durcharbeiten und Prozessieren von irgendwas sein kann. Naja, das wollte ich nur noch mal festhalten. Jetzt, also fällt das jetzt in den Bereich räumliche Analysen? Das fällt in den Bereich räumliche Analysen mit rein. Wunderbar, dann haben wir ja sogar den Punkt auf unserer Liste schon abgearbeitet, Ja, sag ich check. mal. Das ist immer der Fall, dass wir natürlich unsere Gäste einladen zu unserem Podcast, damit die was uns über die Technologie erzählen, wo wir selber nicht so viel beisteuern können. Jetzt können wir hier Begriffe in den Raum werfen und können uns davon, können dich da mal drüber erzählen lassen. Also wir haben jetzt noch nicht so konkret definiert oder besprochen, was Graph-Datenbanken sind und was die mit GraphQL zu tun haben und was die nicht mit GraphQL zu tun haben. Vielleicht kannst du uns da nochmal so aufschlauen, damit wir das nächste Mal, wenn uns jemand fragt, was das denn ist, wie sich das denn aufbaut, dass wir da genauso schlau antworten können. Das wäre super. Okay. Also ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin für das Thema Geodaten verantwortlich und dann habe ich auch noch diese etwas andere Nische, Graph-Technologien, Graph-Datenbank, Graph-Algorithmen. Was meinen wir damit? Vielleicht versuche ich mal den Bogen zu schlagen von dem Geodatenbereich in den Graph-Bereich. Wir waren ja eben bei den Straßen und ich hatte gesagt, die Straßen, das ist so eine Information über das Straßennetz mit den entsprechenden Kreuzungen und den Einrichtungen an den Straßen. Das ist so eine Grundlage für die Analyse von zum Beispiel im Bereich autonomen Fahren. Und dieses Straßennetz, das kann ich abbilden als in einem Knoten- und Kantenmodell. Das heißt, die Segmente der Straßen, die von einer Kreuzung A zu einer anderen Kreuzung B führen, sind eine Kante, die beiden Kreuzungen verbinden. Und diese beiden Kreuzungen sind dann die Knotenpunkte. Und dieses Knoten- und Kantenmodell, was ich in diesem räumlichen Kontext habe, das kann ich auch aus dem räumlichen Kontext herausnehmen und als ganz allgemeines Datenmodell formulieren. Und das im Prinzip als Basis nehmen, um Informationszusammenhänge darzustellen. Das heißt, ich kann definieren, dass zum Beispiel eine Person mit einer Person A mit einer Person B zusammenhängt, dadurch, dass die Geschwister sind. Oder ich als Person kann einen Zusammenhang herstellen zur DOAG-Konferenz, indem ich halt sage, Karin hält einen Vortrag auf der DOAG-Konferenz, dann ist die DOAG-Konferenz eine Informationseinheit, die Person Karin ist eine Informationseinheit und der Zusammenhang ergibt sich aus dem Vortrag, den ich hier halte. Und das kann ich natürlich dann in jede beliebige Richtung weiterentwickeln. Ich kann mir zusätzliche Informationseinheiten mit herannehmen, an die ich vorher nicht gedacht habe. Und dann
die jeweiligen Zusammenhänge neu konstruieren. Und wenn man das halt weiterspinnt, dann spanne ich einen riesigen Raum auf, wo Informationszusammenhänge einfach nur dadurch dargestellt werden, dass ich jeweils neue Punkte definiere und diese Punkte mit Kanten verbinde, die irgendeinen Bezug zwischen diesen beiden Punkten definieren. Und dieses Knoten- und Kantenmodell ist also ein sehr flexibles Modell, um Daten abzubilden oder in dem Fall den besonderen Bezug auf diese Relation oder diese Informationszusammenhänge darzustellen. Und das ist im Prinzip die Basis dann auch, um analytisch heranzugehen, zu sagen, wie hängt denn jetzt ein Punkt an der Stelle mit einem viel weiter entfernten Punkt zusammen? Über welche Knoten muss ich denn eigentlich gehen, um diesen entfernten Punkt zu erreichen? Und was passiert da auf dem Weg dahin? Das wäre jetzt vergleichbar, wenn wir jetzt so von so einem ganz normalen relationalen Datenmodell ausgehen würden, wo wir den Bezug zwischen zwei Tabellen herstellen wollen, eine Zwischentabelle haben und sagen, naja, Primärschlüssel, Fremdschlüssel, dadurch machen wir das Pairing und haben da vielleicht in einem ganz einfachen Fall eine Zwischentabelle, die zwei Tabellen fachlich verknüpft. Ja. So, und jetzt, wenn wir da viele Knoten zwischen haben, wären dann die Knoten dazwischen, die uns diesen Weg zwischen den zwei Knoten an Anfang und Ende, die dazwischen liegen, wären das jetzt alles sozusagen Zwischentabellen oder ist das, also ich versuche gerade so einen Vergleich zu dem zu ziehen, was wir jetzt tagtäglich auch jetzt im Apex-Kontext zum Beispiel machen, wie wir das übertragen können von der Herangehensweise, wenn wir so eine nicht GraphQL, ich mache diesen Fehler nicht, so eine Graph-Datenbank oder so ein Graph-Modell nehmen dafür. So ein relationales Modell basierte darauf, dass ich mir vorher Gedanken darüber mache, welche Informationseinheiten habe ich und wie hängen die zusammen. Und dann lege ich halt meine Tabellen an und die Foreign Key Constraints und dann taucht auf einmal ein neuer Informationszusammenhang auf, wo ich eine neue Tabelle aufmachen muss oder vielleicht so eine Zwischentabelle, weil ich eine M-zu-M-Beziehung habe. Und das Ergebnis ist, dass ich nicht nur das Schema dieser Daten ändere, sondern ich muss dann auch die Applikation ja entsprechend anpassen. Das heißt, ich habe hier immer die entsprechende Schema-Information vorneweg, die muss ich definieren und dann kann ich meine Applikation entsprechend erweitern. Bei einem Graph-Datenmodell bin ich davon unabhängig. Das heißt, ich kann beliebig ein Graph-Datenmodell erweitern und was ich dann analytisch mache, ist im Prinzip, dass ich dann mich nur ein Stückchen weiter in meinem Graphen fortbewegen muss, um dann zu dieser neuen Informationseinheit zu gelangen. Das heißt, ich habe nicht den Zwang, mir vorher über alle möglichen Informationen Gedanken zu machen, wie die jeweils zusammenhängen und das über Foreign Key Constraints entsprechend auch abzusichern, sondern ich kann gucken, wie entwickelt sich etwas und nehme mir dann einfach diese neuen Informationseinheiten dazu und sage, okay, jetzt hängen die so zusammen. Da muss natürlich dann die Applikation auch entsprechend mit umgehen können, aber typischerweise ist das eine einfache Ansatz, als alles im Vorfeld definieren zu müssen und dann ja trotzdem auch die Applikationen noch entsprechend anpassen zu müssen. Manchmal ist es echt spannend, wie man das versucht, weil man in diesem Medium hier im Podcast keine Möglichkeit hat, irgendwas zu zeigen. Keine Folien, keine Sachen einblenden, wo man das jetzt mal visuell darstellen würde. Ich glaube, hier existieren 3 Bilder, die wir gerade für uns selber gezeichnet haben, aber ich finde, das hast du so ausgedrückt. Ich glaube, dass diese 3 Bilder wirklich übereinstimmen. Wenn wir jetzt mal rein von dem Beschreiben eines solchen Modells oder von den Zusammenhängen weggehen und überlegen, wie würden wir das technisch umsetzen, ist jetzt kein einfaches Select-Statement, was wahrscheinlich exakt das gleiche ist, was wir jetzt von diesen gerade genannten normalen Datenbanken mit einem Join dazwischen und wie auch immer, dass man das so auflöst. Da fehlt mir jetzt die Information, wie unterscheidet sich das von meinem normalen Join, den ich jetzt in einem Select-Statement mache, wenn man jetzt solche Relationen über verschiedene Kanten darstellen möchte. Ich mache mal vielleicht ein einfaches Beispiel, um das nochmal ein bisschen als Bild in den Kopf zu bringen. Wenn wir mal von einem recht einfachen, homogenen Knoten- und Kantenmodell ausgehen, also von einem Graphen, der recht homogen ist und
einfach eine Gruppe von Menschen, die untereinander in Beziehung sind. Zum Beispiel so ein soziales Netzwerk auf LinkedIn. Das sind Personen, die halt sich mit anderen Personen verbinden, einen direkten Kontakt haben. Dann habe ich ja, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel gucke, ne, wer ist in zweiter Instanz mit mir verknüpft oder in dritter Instanz. Wenn man das relational als Abfrage abbilden möchte, wenn ich eine Abfrage machen möchte, wer hängt denn in der 6. Mhm. Stufe mit mir zusammen, dann muss ich im Prinzip 6-mal die Personentabelle joinen und das relational dann die Datenbank durchrödeln zu rödeln, Wo wir wieder bei dem Begriff waren. genau, um dahin zu kommen, das frisst Ressourcen. Also das ist nicht optimal. Ja. Und dafür genau sind dann die Erweiterungen aus diesen Graph-Anfragesprachen geeignet, die nämlich die Topologie eines Graphen, wie hängen die einzelnen Informationseinheiten zusammen, die wird in einer Graph-Anfragesprache entsprechend berücksichtigt und kann damit viel effizienter umgehen, als wir es im relationalen Kontext halt über Joins mit den Tabellen machen würden. Mach aber hier an der Stelle noch den Bogen zu dem, wie ihr dann auch damit umgehen könntet. Also bisher sind diese Graph-Anfragesprachen eigene Sprachen. Sie sehen SQL sehr ähnlich, aber sie sind sozusagen noch eine zweite Engine neben SQL. Und das, was gerade passiert, schon eine ganze Weile, ist, den SQL-Standard um diese Graph-Anfrage-Klauseln, Graph-Anfrage-Sprachelemente zu erweitern. Und das wird hoffentlich in Richtung nächstes Jahr dann auch kommen, dass man dann die erste Spezifikation hat, wie innerhalb von SQL auch mit Graphen umgegangen werden kann. Und das ist dann für uns natürlich eine super komfortable Situation, weil mit der Oracle-Datenbank, ich nehme mal den alten Begriff, diesen multimodalen Ansatz hat. Aktuell sagen wir Converged Database dazu, wo wir also ganz unterschiedlich modellierte Daten wie Geodaten, wie relational, wie JSON-Dokumente oder auch halt Graph-Modell direkt in der Datenbank drin haben, das dann alles komplett über SQL abfragen zu können, diese unterschiedlichen Datenmodelle auch zu mischen und dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen Knoten haben, der ein Attribut hat mit einem Namen und dieser Name, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da nutze ich vielleicht das ganze Thema Vortex-Index noch, da ist mache ich eine Fuzzy-Suche auf den Namen des Knoten und dann soll dieser Knoten vielleicht noch ein räumliches Attribut haben, nämlich in Nürnberg liegen oder was auch immer. Dann kann ich diese ganzen Bestandteile entsprechend zusammenfügen und über ein einziges SQL-Statement ausdrücken und habe dann das Ergebnis der Analyse, was ich dann weiterverarbeiten kann. Ne? Das funktioniert momentan ja schon super gut mit dem Bereich JSON, mit dem Bereich Geodaten. Das können wir ja alles mittlerweile direkt über SQL abgreifen. Beim Thema Graph haben wir zwar diese Graph-Anfragesprache auch schon jetzt kommt ein neues Wort, gewrappt. Kommt direkt unter Rödeln, ja. PSQL-Wrapping drumherum gebaut, um das auch innerhalb von PSQL-Prozeduren entsprechend mit abzugreifen oder auch im SQL-Bereich. Aber das ist halt so ein Wrapping um die eigentliche Graph-Anfragesprache. Wenn dann aber der Standard, der SQL-Standard, diese Erweiterung im Kern beinhaltet, dann können wir das entsprechend direkt in die Datenbank mit einbauen und dann haben wir wieder eine neue Dimension aus meiner Sicht dazu gewonnen. Ich kann dieses Bild, was ich jetzt gerade bei mir noch gezeichnet habe, das ist wieder ein weiteres Bild, was ich gezeichnet habe, von dem Kunden oder von dem Kollegen, das Gesicht
wenn ich mit so einem Datenmodell um die Ecke kam, wie du es gerade beschrieben hast. Naja, wir mischen einfach eine Graph-Datenbank und so Graph-Schema und mit dem alten, normalen Modell und dann verknüpfen wir das und dann können wir ja gucken, dass diese einen Daten in so einer Struktur sind, die anderen Sachen in so einer Struktur und packen nochmal die Geodaten in einer weiteren Dimension dazu. Wenn ich so zu einem Kollegen gehe und sage, so habe ich mir das mit der Anwendung gedacht, dass wir so denken, dann kriege ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber ich finde das toll, dass sich das alles innerhalb von dieser Abfragesprache dann irgendwann zusammenfindet, dass man alles nutzen kann von diesen Technologien, aber es nicht unbedingt muss. Na, gerade das Einbringen von diesen JSON-Funktionalitäten in den letzten Jahren, das hatten wir uns natürlich vorher auch gewünscht, haben es mit anderen Mitteln gemacht, aber dass man das jetzt so einfach in einer SQL-Query macht, das sorgt natürlich dafür, dass sehr viele Leute, sehr viele Entwickler umdenken, wenn sie ihre Anwendung schreiben. Wenn das jetzt in den Standard kommt mit diesen Graph-Abfragen, kann ich mir vorstellen, dass der Zugang für den, ich nenne ihn jetzt mal normalen Entwickler, vielleicht auch ein bisschen einfacher ist oder direkter Weg. Das war für mich vorher noch gar nicht so richtig klar, dass sich diese beiden Themen eigentlich nicht wirklich verbinden, also schon miteinander arbeiten, aber das Geodaten, Spatial und so weiter nicht direkt mit diesen Graph-Geschichten fest verbandelt ist und dass durchaus für uns Apex-Entwickler auch Graph-Technologien eigentlich mal wirklich relevant werden können. Ich habe sogar direkt ein Beispiel im Kopf, weil ich wüsste jetzt nicht, ob man das da umsetzen könnte, aber da geht es um Berechtigungen und Benutzern und die sind irgendwie alle ganz kreuz und quer miteinander verbunden und das Datenbankmodell ist halt auch hierarchisch aufgebaut, das heißt, es kann alles vererbt werden und so und irgendwie habe ich da gerade im Kopf, dass man da genau sowas mitmachen könnte. Also für mich ist das gerade so ein Mindblown-Effekt, der hier gerade stattfindet, weil ich denke, oh, und diese Möglichkeiten. Ja, also hierarchische Strukturen kann man ja relational bis zu einer gewissen Tiefe ja noch ganz gut abbilden. Kritisch wird es dann, wenn es Rückbezüge gibt, wenn es Schleifen gibt, die dann da dann eine relationale Datenbank effizient arbeiten zu lassen, das wird schwierig. Ja. Und das ist halt im Bereich der Graphentechnologie, da kann ich halt in die N-te-Dimension quasi oder in den N-ten-Hop noch mitmachen, ne? Und das erreichen und das entsprechend analysieren in einer endlichen Zeit. Ja. Ja, und cool. Das ist dann einfach der Vorteil, den wir an der Stelle haben. Und natürlich auch das, was wir aus Anwendungsentwicklungssicht auch an Vorteilen haben für diesen Schema-less-Ansatz, dass ich halt mir nicht vorher Gedanken über alles machen muss, weil wir wissen ja heute noch nicht, was eine Applikation morgen, übermorgen braucht, was für mich relevant ist, welche neuen Informationen ich dazu bekomme. Und die ich dann auch mit weiterverarbeiten möchte. Ne? Und das bietet halt so ein Graph-Modell. Ne? So, ich finde das super spannend. Ja. Und deswegen bin ich auch so viele Jahre dabei geblieben und sehe auch noch ganz viel Potenzial für die Zukunft, dass ich genug zu tun habe. Es ist immer wieder faszinierend, wie unsere Podcast-Gäste und Gästinnen uns da Flöhe ins Ohr setzen, sozusagen, dass wir eigentlich echt interessiert daran sind, eigentlich all diese Themen mal zu bearbeiten. Das ist jetzt wieder so ein Thema, was ich mir garantiert angucken werde. Ich habe jetzt noch 2 Fragen zu dem Thema Graph. Also zum einen, also ich habe natürlich unglaublich viele Fragen in meinem Kopf gerade, aber 2 Fragen, die mir von vornherein auch schon klar waren. Du sagtest jetzt, dass das standardisiert wird. Also dass das jetzt natürlich mit in die normale Abfragesprache reinkommt. Also wie funktioniert in SQL. Genau, es kommt in SQL rein und das ist ja dann nicht mehr Oracle-spezifisch oder nur Oracle, sondern so ein Standardisierungsprozess sieht ja anders aus. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also ich bin in dem Standardisierungsgremium nicht drin, aber wir haben jemanden hier auch gerade auf der DOAG-Konferenz mit der Ulrike Schwinn, die jetzt sehr nah dran ist und da auch Informationen direkt aus dem Standardisierungsgremium bekommt. Ansonsten haben wir 2 Leute direkt in dem SQL-Standardgremium, die da auch mitarbeiten und dann auch die entsprechenden Leute bei uns aus der Entwicklung, die spezifisch zum Thema Graph-Erweiterung, Graph-Sprachkonstrukte in SQL dann auch zuarbeiten. Und das Gremium, das heißt von Oracle gibt es jemanden, der dazu natürlich beiträgt, logischerweise. Ja, aber auch von anderen Herstellern. Ne? Okay. Also da ist nicht nur Oracle bei, da sind andere typische Datenbankhersteller wie Postgres mit dabei.
Da sind die spezifischen Graph-Datenbankhersteller, wie zum Beispiel Neo4j, da sitzt in so einem Gremium mit drin. Die haben natürlich alle ihre eigenen Vorstellungen und Vorschläge auch, wie dann so eine Standarderweiterung aussehen kann und sollte. Und die müssen sich zusammenfinden und dann was Gutes definieren, das dann von allen entsprechend möglichst schnell umgesetzt werden kann. Und der Vorteil, in so einem Gremium mitzuarbeiten, ist ja dann auch zum einen natürlich, dass man halt an der Spezifikation mitarbeiten kann, aber sehr früh auch die Informationen bekommt, in welche Richtung geht das und unsere eigene Datenbankentwicklung daraufhin auch entsprechend anpassen kann. Ne, dass wir also sehr zeitnah dann auch mit diesem Standard in der Praxis auch unterstützen können mit einer neuen Datenbankversion. Die zweite Frage, bevor wir in die Kategorien übergehen, wäre jetzt für mich noch, wenn ich jetzt eine Oracle-Datenbank habe, ist Lizenzierung immer so ein Thema. In welcher Version kann ich all das, was wir jetzt besprochen haben, denn nutzen? Das heißt, Spatial und Geodaten, inklusive Verarbeitung und Packages, was man da so alles findet in der Datenbank und das Thema Graph. Also das Thema Spatial ist ja schon sehr frühzeitig in die Oracle-Datenbank reingekommen. Also eine Person, die in dem Umfeld von Oracle sehr bekannt ist, ja mein Kollege Hans Fiemann, mit dem ich im Product Management die Themen Spatial und Graph auch bearbeite. Und der hat in den 90er Jahren angefangen, mit Geodaten und Geodatenkunden in Deutschland zu arbeiten. Damals wirklich noch mit ganz einfachen Geometrien, wie ich sie am Anfang beschrieben hatte, mit Punkten, Linien, Polygone, die entsprechend abgebildet wurden. Und das hat sich halt in den 25, 27 Jahren jetzt weiterentwickelt für uns. Und sowohl die Graph-Unterstützung als auch die Geodatenunterstützung ist Teil jeder Oracle-Datenbank-Edition. Das heißt, wir haben sie sowohl in der freien Express-Edition drin, als auch in der Enterprise-Edition. Es sind keinerlei zusätzliche Lizenzgebühren, weil es eine Datenbankoption ist oder was auch immer, zu bezahlen. Diese Entscheidung in Bezug auf Spatial und Graph wurde 2019 getroffen. Bis dahin gab es ja diese eigene Option Spatial and Graph als Aufsatz für die Oracle-Datenbank aus Lizenzierungssicht. Das ist aber weggefallen, weil man da die Entscheidung getroffen hat, alles das, was aus Sicht der Anwendungsentwicklung ein sinnvolles Feature ist, soll in jeder Edition frei verfügbar sein. Ne? So wie Apex ja auch komplett frei verfügbar ist, kann alles in Richtung JSON, in Richtung Graph, in Richtung Machine Learning, in Richtung Advanced Analytics, in Richtung Graph, ist komplett mit abgedeckt und kann von jeder Edition benutzt werden. Und speziell das Thema Graph, da gibt es nochmal zwei Ausrichtungen. Das eine ist dieser generische Graph-Ansatz mit einem Knoten- und Kantenmodell, wo ich beliebige Graphen mit erzeugen kann. Das ist seit Version 12.1 ist das erste Mal in die Datenbank gekommen. Wir hatten aber schon seit Version 10 der Oracle-Datenbank auch basierend auf einem Knoten- und Kantenmodell das ganze Thema semantische Netze unterstützt. Und das ist ein spezialisierter Graph aus dem Bereich der semantischen Technologien mit einer sehr starken Standardisierung der W3C. Da gibt es diesen Begriff Resource Description Framework, wie kann ich im Prinzip Ressourcen eindeutig abbilden und die Beziehungen zwischen Ressourcen, und das wird über dieses sogenannte Resource Description Framework gemacht, und dann gibt es auch eine eigene Anfragesprache für solche semantischen Netze, das nennt sich Sparkle, und das ist auch Teil der Oracle-Datenbank, dass wir die Sparkle-Anfragen über eine eigene Spracherweiterung direkt in die Datenbank mit reinnehmen können und dann auch das Thema semantische Netze entsprechend mit abbilden können, von den Daten als auch von den Analysen. Also der Trend, was du gerade gesagt hast, der Trend, dass super viele Werkzeuge und super viele Sachen einfach für alle verfügbar gemacht werden,
das ist etwas, was mich früher sehr gestört hat, als ich angefangen habe, dass es das Ja. noch nicht gab Ja. und dass ich jetzt eine XE hochfahren kann. Also gerade dieser Refresh der XE und dann kommt die mit allem um die Ecke, dass ich wirklich alles ausprobieren kann. Bin ich auch Finde sehr ich, ist ein glücklich super drüber. Trend. Ja, bitte so weiter. Ja, also ich habe gejubelt, als diese Ankündigung und dann auch Mhm. Entscheidung kam. Also ich kann das super gut nachvollziehen und das macht die Gespräche mit den Kunden auch sehr viel einfacher. Mhm. Ja, nichts ist schwerer als Interessenten, also Kunden und auch interessierte Entwickler zu einer Technologie zu führen, als Mhm. vorher schon der Fakt, dass es einfach sowohl zum, ich nenne es jetzt einfach mal testen oder ausprobieren und zu lernen, als auch für den Einsatz hinterher jede Menge Geld kostet. Also das ist ja eine riesen Abschreckung dafür, dass sich Leute mit dem Thema befassen. Von daher ist das toll, dass es davon weggegangen ist. Ich wollte gerade sagen, nicht nur XE, sondern auch Always Free Tier. Und ich weiß genau, was ich mit meiner Free Tier die nächsten Tage machen werde. Mit ein Das- bisschen rumspielen. Ja, also es ist so ein bisschen wie mit der Diskussion, die wir jetzt gerade hatten um dieses 9-Euro-Ticket. Ne? Mhm. Ein einfaches Modell zu haben, ja, etwas zu bekommen und damit eigentlich alles tun zu können. Ne? Mhm. Mhm. Und nicht, hier muss ich den Tarif bezahlen, dort muss ich den Tarif bezahlen, der gilt für 2 Stunden, da kann ich nur von A nach B fahren auf dem direkten Weg, dass ich mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Mhm. Ne? Das ist so befreiend, Ja. glaube ich, für viele Kunden, dass man dann entspannter an so ein Thema rangehen kann und dann sagt, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal. Mhm. Ne? Ich fahre jetzt einfach mal los. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich gerne erreichen möchte und wo ich alle nur zu ermuntern kann. Mhm. Wunderbar. Das ist ein toller Abschluss für den Teil, wo wir über technischen Dinge sprechen. Und jetzt möchte ich gerne noch die typischen Fragen, die wir vorbereitet haben, in unseren Kategorien mal anschauen. Caro, hast du dir da schon eine rausgesucht? welche Ja. wir stellen möchten? Du hattest ja eingangs erwähnt, dass du ja gerne lernst, gerne aufnimmst und sowas. Und wir haben dort tatsächlich eine sehr passende Frage für, nämlich aus dem Bereich rein hypothetisch. Mit welchem Thema würdest du dich gerne beschäftigen, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst? Das ist schwierig. Ja. Weil es gibt so ein paar Themen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben Mhm. und die ich dann immer wieder vorhole. Und das ist einmal das Thema Sprachen. Ich bin also schon immer mit einem großen Interesse für Sprachenlernen aufgewachsen und habe das entwickelt. Das Thema Geografie und die Welt erleben hatte ich ja Mhm. auch schon Mhm. vorhin gesagt, wobei das dann dadurch, dass ich im Osten groß geworden bin, ja so ein paar natürliche Grenzen hatte, Mhm. die ein bisschen enger gezogen waren als woanders. Aber dann natürlich auch so ein Wunsch besteht, ja, solche Grenzen zu erweitern. Also das ist ein Thema, was mich begleitet hat. Ja, ich habe immer sehr und viel Sport gemacht, ganz unterschiedliche Dinge. Das ist auch etwas, was ich weiterhin in meinem Leben drin haben will. Was ich so vermisst habe in meinem Leben, was ich gern gemacht hätte, aber es hat irgendwie nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Ich hätte gern ein Musikinstrument gelernt. Mhm. Das war für mich immer so ein Traum. Und ja, mal gucken, ob ich das nochmal wieder vorhole und mir die Zeit dafür nehme, das wirklich dann auch zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine gern gesehene Abwechslung zu dem täglichen am Computer sitzen und diese ganzen Ja, auf jeden Fall. komplexen Themen zu bearbeiten, dass man sich dann hinsetzt und dann. Wobei man muss dann gucken, ne, dass man sich nicht so ein Instrument aussucht, wo man dann wieder sitzt. Aber vielleicht sollte man das mit dem Tanzen verbinden oder was auch immer. Ja, vielleicht oder auch ein nicht so anspruchsvolles Instrument, wo man sich genauso anstrengen muss, um die ganzen Bewegungen da. Ich Ja, kenne ja. mich jetzt mit Instrumenten auch nicht aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da durchaus Instrumente gibt, die man leichter lernen kann, wo man dann gut bei abschalten kann. Ja. Noch eine Frage aus dem Bereich rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Also manchmal wünsche ich mir so eine Reset-Taste für. Oder ich sag's mal anders. Also ich nutze sehr gern und relativ viel mein Smartphone, mein Tablet und
vor allen Dingen finde ich diese Entwicklung super, dass ich wirklich auch ja, sehr einfach mit jemandem kommunizieren kann. Was mich daran stört, ist, und wo ich selber auch immer wieder für mich gucken muss, dass ich mich dann auch entsprechend ein bisschen diszipliniere. Wie viel nutzt man das Ganze wirklich? Ne? Und da Bewusstsein zu entwickeln, so ein Ding zur Seite zu legen und sich wieder in die Augen zu gucken, miteinander zu sprechen, ja, die Gelegenheit zu geben, sich anzulächeln und was man nicht hat, wenn man nur da drauf starrt. Mhm. Das würde ich mir schon nicht nur für mich, sondern für die Menschen um mich herum auch wünschen. Mhm. Das beantwortet fast ja auch schon unsere Frage aus dem Bereich Konsum. Dann stellen wir die doch auch noch direkt hinterher. Wie gehst du mit der wachsenden Informationsflut über diese ganzen Kanäle, die du gerade auch erwähnt hattest, um? Also es geht jetzt ja nicht nur um Nachrichten, die das verhindern, dass man sich ins Gesicht schaut oder mal anruft oder ne, dass man sich so aufsucht und miteinander spricht, sondern es geht ja auch in dem Fall auch um Informationen, News. E-Mails sind dann schon eher dieser direkte Kontakt, aber die Push-Nachrichten auf dem Handy, die Informationen von den Nachrichtensendern oder Wetterinformationen, was auch immer es ist, das ist ja eine riesen Informationsflut, die mittlerweile auch über das Smartphone auf uns einrieselt. Wie gehst du damit um? Typischerweise habe ich zum Beispiel mein Smartphone auf lautlos gestellt, damit ich selber mich aktiv sozusagen auf mein Handy konzentrieren muss, um Nachrichten abzurufen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie eine dringliche Geschichte, dann, die ich voraussehen kann, dann mache ich es auch mal an. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ich versuche zum Beispiel nicht ständig in meine E-Mails zu schauen, sondern mir Zeiten dafür zu blocken, wo ich dann reinschaue und dann die Sachen abarbeite. Und dann habe ich ganz viele Benachrichtigungen einfach ausgestellt, dass man ständig irgendwie einen Hinweis bekommt, was weiß ich, von meiner Uhr, wie viel Schritte ich jetzt gegangen bin, dass ich noch so und so viel Schritte am Tag übrig habe oder was man auch sonst alles für Benachrichtigungen einstellen kann. Vieles habe ich abgestellt. Es ist ein bisschen nervig, dass man immer aktiv werden muss, um das auszustellen und nicht aktiv, um die Dinge einzustellen. Das stört mich relativ viel, wie auch das mit den Cookies so ist. Eigentlich sollte man die standardmäßig auf dem geringsten Level lassen und dann ja aktiv mehr freigeben. Ja, aber das sind so ein paar Strategien, die ich an der Stelle versuche umzusetzen. Mhm. Wie konsumierst du denn, also du sagtest jetzt, du gehst aktuell aktiv an dein Handy zum Beispiel dran oder an dein Tablet, um diese Ressourcen zu konsumieren. Wie pflegst du denn eigentlich deinen Wissensstand jetzt? Liest du Twitter, liest du Bücher, guckst du in Zeitschriften oder bildest du dich gerne weiter, indem du Schulungen besuchst oder mit einem Mentor sprichst oder mit einem Kollegen? Wie bringst du deinen Wissensstand quasi auf den neuesten Stand, kann man das so sagen? Ja. Ja. Ja, also natürlich nutze ich Suchmaschinen, um bestimmte Begriffe, die ich aufschnappe oder die ich das erste Mal höre, wo ich keinen Hintergrund habe, um erstmal sozusagen Grundwissen zu haben. Und dann habe ich YouTube-Videos, die ich benutze, um dann auch einen besseren visuellen Eindruck zu bekommen von dem, was da vorgestellt wird. Ich lese auch ziemlich viel Bücher. Wir haben die Möglichkeit bei uns, dass wir online fast alle Fachbücher zugreifen können, die es da so gibt. Das mache ich ganz viel. Ich gucke auch, dass wir unsere eigenen Ressourcen, Oracle Education, das nutzen. Also ich habe ja in meiner Zeit als Sales oder Solution Engineer, Sales Consultant, wie auch immer das so über die Jahre hieß, haben wir ja immer wieder auch dazulernen müssen. Und da sind unsere eigenen Angebote über Oracle University oder Education, wie es auch heißt, dann auch ganz hilfreich,
da Kurse zu belegen und Dinge auszuprobieren. Ich probiere ganz viel aus. Live Labs ist zum Beispiel so eine Geschichte, die Oracle aufgesetzt hat, wo ich mir dann immer die Themen hernehme und dann die Sachen ausprobiere, weil ich muss es auch irgendwie fühlen. Blöderweise kriege ich dann auch immer was, wo ich stolpere, weil dann irgendein Problem auftaucht. Nicht unbedingt bei den Live Labs, weil die sind ja durchgecheckt, aber wenn ich mir ein neues Thema vornehme und dann fange ich an, mir eine Umgebung aufzusetzen und dann Dinge auszuprobieren, stößt man immer irgendwie auf Probleme. Manchmal denke ich, ich bin die Erste, die dann jetzt hier wieder gegen eine Hürde läuft. Wird nicht so sein, aber ja, die Hürden aus dem Weg zu räumen, das ist eigentlich der Punkt, wo man dann auch am meisten lernt, glaube ich. Weil wenn alles einfach nur durchgeht, dann merkt man das sich nicht so gut wie dann Probleme, die auftauchen und wo man dann gezielt Ursachenforschung betreiben muss und dann sich auch einen Workaround überlegt oder einfach auch mal jemanden fragt, was kennst du das Problem und was ist die Lösung davon? Ja. Also viel mit anderen auch sprechen und da bin ich ganz dankbar, dass ich so viele Leute um mich herum habe, die erstens ein ähnliches Mindset haben wie ich und zum anderen aber auch schon so viel gemacht haben und so viel Erfahrung mitbringen und ja, dieses Netzwerk an Personen und Skills, unterschiedlichen Skills zu nutzen, das ist für mich auch eine ganz wichtige Komponente. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der mich weiterhin bei Oracle hält, weil es einfach so viele tolle Leute gibt in meinem Umfeld. Und ja, und man kann immer irgendjemanden fragen und kommt in der Regel dann schneller zum Ziel, als wenn man es alles nur alleine macht. Das gilt tatsächlich für ziemlich viele Bereiche. Ja. Ja, du bist ja noch nicht so lange hier auf der Konferenz. Ich meine, du bist ja heute erst angereist. Aber ich würde dich trotzdem gerne einmal fragen, ob du bereits jetzt schon was von der Konferenz für dich persönlich mitnehmen kannst. Ja, dieser Podcast heute ist ein komplett neues Format für mich. Also das ist jetzt quasi das Highlight des Tages bisher. Dazu kann man sagen, dass wir gerade 10 Uhr Ja. haben und der Tag noch nicht besonders lang ist. Ich nehme das so, ich nehme das so an. Ja. Ja, genau. Ne? Wir leben im Jetzt. So ist es. Wunderschön. Ne? Also von daher, das ist jetzt wirklich eine komplett neue Erfahrung für mich. Und ja, schön, dass diese Möglichkeit auch bekommen zu haben. Und wieder, Caro, ein wunderschönes Schlusswort für diese Folge. Wir haben viele technische Sachen kennengelernt, wir haben neue Themen kennengelernt, wir haben sehr schöne Bilder zeichnen können in unserem Kopf, wo wir uns viele neue Themen besser vorstellen können. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank, liebe Karin. Viel Erfolg heute auf der Konferenz. Und dann vielleicht auch bis auf ein Wiedersehen in diesem Podcast, wenn du uns erzählst, was du... Wiederhören tatsächlich. Naja, also wir sehen uns derzeit gerade. Ja, richtig. Für unsere Hörer ein Wiederhören natürlich und vielleicht dann auch mit Musikinstrumenten. Wir schauen mal hin. Ja, mal gucken. Vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst. Ja, danke gleichfalls.